Es war ein langer Kampf, mit dem die Gewerkschaften seit den 50er Jahren die 5-Tage-Woche erstritten haben. Und ein Fingerzeig für die Beschäftigten von heute, auch wenn es da noch einen Schritt weiter geht. Denn viele Menschen möchten nämlich mehr Zeit für Hobbys oder Familie haben. Und deshalb nicht nur weniger arbeiten, sondern die Arbeit auch anders aufteilen. Einige Unternehmen machen schon jetzt bereitwillig mit, ganz ohne Arbeitskampf. Wie ein Beispiel aus Neuburg an der Kammel zeigt. Unser Mittendrin-Reporter Peter Allgeier hat sich angeschaut, wie die 4-Tage-Woche dort funktioniert. Früh um 6 Uhr beginnt der Arbeitstag für Robin Brandt. Es ist Donnerstag, eine 9,5-Stunden-Schicht liegt vor ihm. Der Donnerstag ist ein besonderer Tag, weil er im Gegensatz zu anderen eigentlich heute schon das Wochenende einläutet. Die Firma, in der Robin Brandt angestellt ist, produziert Schall- und Spritzschutz. Seit knapp einem Jahr arbeiten er und die anderen 40 Beschäftigten an 4 Tagen in der Woche statt an 5. Dafür sind die einzelnen Arbeitstage länger, denn die Arbeit muss trotzdem erledigt werden. Man hat es am Anfang gemerkt, ja, aber dann ist es eigentlich ganz routinemäßig. Zeitumstellung war es halt. Wir haben ja früher erst um 7 Uhr angefangen. Und jetzt fangen wir halt um 6 Uhr mal an. 9,5 Stunden vorm PC, ab und zu noch hier unten in der Halle. Es ist schon ziemlich hart, aber man braucht so 2-3 Wochen, dann hat man sich eigentlich dran gewöhnt. 2 Stunden bekamen die Mitarbeitenden vom Unternehmen geschenkt. 38 statt 40 Stunden in der Woche arbeiten sie nun bei vollem Lohnausgleich. Und sie haben ein langes Wochenende. An der Grundplatte. Und da müssen wir beim Abbauen in der Halle bei denen darauf achten, dass wir da die richtige Position zum Maschinengestell haben. Und das aber eigentlich an alle 4 Stellen. Christine Mörz leitet das mittelständische Unternehmen. Sie hat die 4-Tage-Woche eingeführt. Die Geschäftsführerin wirbt mit großen Plakaten am Straßenrand, weil ihr Fachkräfte fehlen. 8 neue Mitarbeiter hat sie seit der Werbekampagne eingestellt. Ich bin noch gewöhnt, dass meine Berufswelt das Wichtigste war. Und die Zeiten ändern sich. Die Welt hat sich dahingehend geändert, dass die junge Generation anders denkt. Sie möchte mehr selbstbestimmt sein. Sie möchten flache Hierarchien haben, möchte Work-Life-Balance mit in der Arbeit mit dabei haben. Das Problem war eigentlich an den Schiebetüren, die wo noch nicht fertig sind und jetzt fertig werden müssen. Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten kann das Unternehmen betriebsbedingt nicht so leicht anbieten. Mit der 4-Tage-Woche waren anfangs vor allem die Jungen einverstanden. Wo dann die Zweifel eher waren der älteren Generation, also wirklich ab 50 Jahren, wo gesagt haben, wie kann man sowas lösen, geht gar nicht. Inzwischen sind hier alle überzeugt von dem Konzept, auch wenn 9,5 Stunden körperliche Arbeit anstrengend sind. Manche sehen hier sogar weitere Vorteile. Man wird vielleicht sogar eher noch ein Stück effektiver, weil das Freitag war oft so, man hat so Kleinigkeiten immer geschoben und hat die dann nur vom Wochenende erledigt. Aber ich glaube, das macht man jetzt in die 4 Tage nebenzu mit. Am Freitag bleibt jetzt Zeit für andere Dinge, zum Beispiel für die Familie. Morgens bringt Brandt seine beiden Kinder in die Schule und in den Kindergarten. Das erledigt seine Frau Claudia die Woche über alleine. Für mich ist es entspannter in der Früh, weil Robin und ich uns das einfach aufteilen, wer was macht, die Kinder eben auch richten oder unten das Frühstück richten und wir bringen sie dann einfach auch zusammen runter. Das ist dann einfach so unsere Zeit, wo wir dann schon gemeinsam starten. Am Haus des jungen Paares gibt es noch einiges zu tun. Im Garten soll eine Außenküche entstehen. Brandt und seine Frau bauen sie komplett selbst. Ebenso Arbeiten, so handwerkliche Arbeiten, wo man jetzt vielleicht nicht jeden oder eher alleine ist und die Kitties nicht brauchen kann, die macht man lieber am Freitag, dann ist das erledigt und macht dann am Samstag eigentlich die schönen Sachen, wo man zusammen machen kann. Ein Zurück zur alten Zeitregelung wollen die Brandts nicht. Vor allem, weil es in der Firma noch weitere Pläne gibt. Das nächste Ziel ist die 36-Stunden-Woche, sodass wir nur noch 9 Stunden am Tag arbeiten. Dafür müssen allerdings noch 2 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Nur so können alle weniger arbeiten und gleichzeitig die Aufträge schaffen.